Hallo liebe Nähfreunde, heute möchte ich mit euch einen tollen Freestyle-Hoodie nähen. Der Pulli aus Sweatstoff hat mehrere Teilungsnähte, die es euch ermöglichen, verschiedene Stoffe, Muster und Farben beliebig miteinander zu kombinieren. In einer der Nähte versteckt sich eine kleine schräge Eingriffstasche. Und die Kapuze hat einen angeschnittenen Kragen, sodass sie wunderbar den Hals wärmt. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Pullover aber auch ganz clean, ohne Teilungsnähte nähen. Zum Beispiel mit einer aufgesetzten Kängurutasche und einem kuscheligen Tube-Kragen. Unser Schnittmuster enthält alle Varianten und ihr bekommt es für Frauen, Männer oder Teenies hier unter diesem Link. Ich nähe jetzt die Hoodie-Variante für Frauen mit Teilungsnähten. Die Schnittteile habe ich hier schon einmal vorbereitet. Das Vorderteil besteht aus insgesamt 5 Einzelteilen. Diese sind im Schnittmuster durchnummeriert. Das Teil Nummer 5 ergibt die schräge Tasche. Und auch das Rückenteil besteht aus 5 Einzelteilen, jedoch spiegelverkehrt und ohne Tasche. Die Kapuze wird im Stoffbruch zugeschnitten. Sie besteht aus einer Außen- und einer Innenkapuze und jeweils einem Mittelstreifen dazu. Die beiden Ärmel werden zunächst komplett zugeschnitten. Allerdings wird dann beim rechten Ärmel die Linie vom Schnittteil übertragen und dann der obere Bereich abgeschnitten, weil hier ein separates Teil angenäht wird. Außerdem benötigen wir je 2 Bündchenteile für den Saum und die Ärmel, Kordel und Ösen für die Kapuze sowie das entsprechende Zubehör. Und nun geht's ans Nähen. Wir beginnen zunächst mit dem Vorderteil und bereiten hier die Tasche vor. An dem entsprechenden Taschenschnittteil habe ich die obere Kante bereits mit einer Overlocknaht versäubert und auf der linken Stoffseite die Markierung vom Schnittteil für den Tascheneingriff übertragen. Jetzt legen wir die Tasche rechts auf rechts hier an den Knipsen an, stecken sie mit Nadeln fest und nähen sie mit einem Gradstich hier auf den eingezeichneten Linien auf. Wenn wir die Tasche angenäht haben, können wir sie herunterklappen und sie liegt an allen 3 Kanten bündig. Wenn ihr wollt, könnt ihr nun am Tascheneingriff die Ecken dekorativ mit einem Riegel verzieren. Dafür habe ich hier jeweils eine 1,5 cm lange Linie eingezeichnet und einen Zickzackstich mit schmaler Stichlänge eingestellt, sowie die Fadenspannung etwas gelockert. Und so sieht jetzt unsere Eingriffstasche mit den Riegeln aus. Jetzt können wir das Teil mit der Tasche rechts auf rechts mit diesem hier zusammennähen. Sowie dieses obere Teil rechts auf rechts mit diesem hier. Ich verwende dazu meine Overlock-Maschine, ihr könnt das aber genauso gut auch mit der normalen Nähmaschine machen. Tipps und Tricks hierfür findet ihr in diesem Video. Und im nächsten Schritt nähen wir nun das zusammengenähte Oberteil rechts auf rechts an das Unterteil. Und so sieht jetzt unser fertig gepatchtes Vorderteil aus. Auf die gleiche Weise nähen wir jetzt auch das Rückenteil, nur spiegelverkehrt und ohne Tasche.
Wir nähen also zuerst dieses Teil rechts auf rechts an dieses und dann beide Teile mit diesem Teil zusammen. Hier das obere Teil nähen wir rechts auf rechts mit diesem Teil zusammen. Anschließend nähen wir das Oberteil rechts auf rechts mit dem Unterteil zusammen. Nun ist auch unser Rückenteil fertig gepatcht, sodass wir es im nächsten Schritt rechts auf rechts mit dem Vorderteil an den Schultern zusammennähen können. So sehen die Schulternähte aus. Als nächstes sind nun die Ärmel an der Reihe. Hierfür habe ich bereits am rechten Ärmel dieses obere Stück angenäht. Bevor wir jedoch weitermachen, werden wir die Nahtzugaben an allen Teilen erstmal bügeln. Die Nahtzugaben der Schulternähte bügeln wir ins Rückenteil. Alle weiteren Nahtzugaben bügeln wir jeweils in eine Richtung. Dort, wo später Teile zusammentreffen, beispielsweise hier der Ärmel an das Armloch, bügeln wir die Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen, damit die Stelle dünner wird später und sich leichter nähen lässt. Nachdem wir nun alles schön gebügelt haben, können wir die Ärmel rechts auf rechts an die Armlöcher stecken, wobei die Knipse und die Nähte genau aufeinander liegen müssen. Ebenso habe ich jetzt auch schon den linken Ärmel festgesteckt und jetzt nähen wir alles mit der Overlock-Maschine zusammen, wobei beim Nähen der Ärmel oben liegt. Die Ärmel sind nun angenäht, so können wir im nächsten Schritt jetzt die Seitennähte schließen. Auch hierbei müssen die Nähte von Vorder- und Rückenteil genau aufeinander treffen. So sieht unser Pulli bis jetzt aus und als nächstes können wir die Kapuze vorbereiten. Hierfür stecken wir den geraden Mittelstreifen sowohl an der einen Kapuzenrundung als auch an der anderen rechts auf rechts mit den Längskanten fest.
Das habe ich nun auch bei der Innenkapuze gemacht und nun können wir die Teile mit der Overlock zusammennähen. Beim Annähen ist es einfacher, wenn der gerade Streifen oben liegt. Dann könnt ihr ihn schön an die Kapuzenrundung anpassen. Im nächsten Schritt stecken wir die Innenkapuze rechts auf rechts in die Außenkapuze. Und nähen beide Teile rundherum hier an der Öffnung zusammen. Anschließend können wir die Kapuze nun wenden und die Kante bügeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr Ösen befestigen, und zwar an der Außenkapuze. Richtet euch hierbei nach den Herstellerangaben und passt die Größe an eure Kordel an. Ich habe das hier für meine Kapuze schon einmal vorbereitet. Wenn ihr euch die einzelnen Arbeitsschritte noch einmal ausführlicher anschauen wollt, dann klickt doch mal rüber hier in dieses Nähvideo. Als nächstes können wir mit der Nähmaschine die Tunnelnaht steppen. Die Breite richtet sich hierbei nach der Größe der Ösen und nach der Dicke eurer Kordel. Zum Nähen habe ich die Stofflagen mit ein paar Nadeln zusammengesteckt und einen Abstandshalter sowie einen Kantennähfuß eingesetzt, damit ich gleich bequem an den Ösen vorbeikomme. Ich beginne hier oben an der Streifennaht. Nun ist unsere Kapuze fertig und wir können sie in den gewendeten Pulli stülpen. Wir stecken sie rechts auf rechts anhand der Knipse an die Halslochöffnung. Achtet hierbei darauf, dass die Ösen in Richtung Vorderteil zeigen. Wenn wir alles festgesteckt haben, können wir nun rundherum die 3 Lagen zusammennähen.
Zuletzt müssen wir jetzt nur noch die Bündchen annähen. Dafür habe ich bereits die beiden Saumbundteile rechts auf rechts zu einem Ring geschlossen und in der Länge nach mittig gefaltet. Zudem habe ich die vordere und hintere Mitte mit Klammern markiert und kann ihn jetzt hier an die Kante des Pullovers stecken. Da das Bündchen kürzer ist als die Pulloverkante, müssen wir die Weite des Pullovers verteilen und auch dazwischen noch weitere Klammern stecken. Das Bündchen liegt jetzt beim Annähen oben und wird auf die Länge der Saumkante gedehnt. Und auch die Ärmelbündchen werden jeweils zu Ringen geschlossen und gefaltet und nun in die gewendeten Ärmel rechts auf rechts hineingesteckt, sodass die Nähte und die Mitten aufeinandertreffen. Auch hier wird beim Annähen das Bündchen leicht gedehnt. Und zum Schluss noch fix die Kordel eingefädelt und schon ist unser selbstgenähter Freestyle-Hoodie fertig. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Patchen und Matchen und klickt euch doch auch mal durch die anderen Videos hier in meinem Kanal und abonniert ihn, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.